Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch auf einen richtigen Urwaldpfad entführen und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und später beim Selbst ausprobieren. Start unserer heutigen Wanderung ist Pribord. Pribord liegt ca. 15 Kilometer südlich der Kreisstadt Neustrelitz und ist auf jeden Fall eine Reise wert. Allein schon wegen seiner atemberaubenden Umgebung. Deshalb schnüren wir unsere Wanderstiefel, um uns auf den Weg zu machen. Wer möchte, der kann nach Pribord auch mit dem Bus anreisen. Heute habe ich beschlossen, einer Empfehlung der mecklenburgischen Kleinseeplatte Touristik zu folgen. Von der Bushaltestelle biegen wir nach wenigen Schritten von der Straße am Pribordsee ab und folgen der kleinen Straße zur Flederbrücke, vorbei am Park Rehwinkel und am Ortsende sollte man in die nächste Abzweigung an der Lang rechts hinunterlaufen. Inzwischen halte ich das für keine gute Idee. Man sollte die Tour wirklich anders herumlaufen als vorgeschlagen. Doch später mehr dazu. Gehen wir also heute die paar hundert Meter hinunter in Richtung Havel. Bevor es in den Campingplatz Havel-Perle geht, biegen wir erneut nach links ab. Zunächst gibt es noch einige wunderschöne Grundstücke zu bewundern und dann, mit jedem Schritt mehr, nimmt uns die Natur in Beschlag. Zwar kommt man an den See hier nicht heran, aber das soll ja bei dem Charakter eines Urwaldes auch so sein und nicht alles zugebaut. Diesen Abschnitt fand ich jedenfalls ganz besonders zauberhaft und habe ihn unheimlich genossen. Irgendwann hört leider der urwüchsige Teil des Weges auf und wir finden die ersten Stellen, an denen wir auch ans Ufer des Ellenbogensees treten können und diesen bewundern. Ganz ehrlich, ich liebe diese Stille und Ruhe, welche die meisten Seen der Kleinseeplatte so wie hier ausstrahlen. Weiter und weiter führt uns der Weg in Ufernähe und jetzt findet sich öfter die Gelegenheit, ans Wasser zu gehen und zu genießen. Schließlich kommen wir an dieses Feld. Okay, es sieht nicht unbedingt so aus, als ob hier ein Weg entlang führen könnte. Tut er aber tatsächlich. Wem das zu suspekt ist, der kann natürlich auch oben am Waldrand laufen. Auf jeden Fall stelle ich euch wie immer die Links von Outdoor Active und Komoot unten in die Beschreibung. Wer Bedarf hat, der kann sich gern die GPS-Daten herunterladen. Am Ende der Wiese verlassen wir nun den See endgültig und es geht den Forstweg links hoch in den Wald. Kiefernhochwald. Naja, manch einer empfindet es als monoton. Aber mit Glück findet man auch so prächtige alte und große Exemplare. Irgendwann stoßen wir auf diese Kreuzung und gehen erneut links. Zunächst noch zwischen Wald und Feld, was ich auch als ganz angenehm empfunden habe, bis, genau, das dicke Ende zum Schluss kommt. Denn was jetzt folgt, ist weder Urwald noch schön. 1,5 Kilometer schnurstracks Feldweg. Im Sommer bzw. bei starker Sonneneinstrahlung solltet ihr unbedingt eine Kopfbedeckung tragen. Damit kommen wir zum Anfang. Überlegt euch, ob ihr die Runde nicht anders herumlauft und diesen unangenehmen Abschnitt als erstes hinter euch bringt.
Noch unangenehmer ist es stellenweise nach Regen, nicht nur für Wanderer, denn selbst Autos stranden hier. Schließlich erreichen wir den Ausgangspunkt Pribord und sehen den zweiten See des Ortes, den großen Pribordsee. Und da weckt wieder die Erinnerung an den ersten schönen Abschnitt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Selbstausprobieren. Ciao, bis bald.